Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, ich habe auf YouTube noch eine kleine Abstimmung über die kommende Avatar-Changes gemacht und da wäre ich euch sehr verbunden, falls ihr da noch nicht dran teilgenommen habt, sehr gerne mal zu voten. Würdest du die alten Avatare ändern lassen, um neue Cosmetics zu ermöglichen? Da geht es erstmal einfach nur darum, ob ihr generell dafür bereit seid, ja, auf die alten OG-Avatare hier zu verzichten, um halt eben neue zu bekommen. Dafür halt eben ja, den Charme vielleicht von den alten ein bisschen einzutauschen, aber dafür sehr viele neue Möglichkeiten halt eben durch Skins etc. pp. Zu bekommen. Lasst da sehr gerne mal ein Voting da, würde mich sehr interessieren und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das nächste große Update steht bereits vor der Tür und dazu kam gestern am Sonntag ein Changelog online für das neue Update 27.0. Es geht um die Toilette. Um die Toilette der arkanen Götter. Bald ist es soweit. Wir können jetzt bald mit der Erweiterung rechnen und das wird sogar ziemlich zeitnah passieren und da möchten wir heute drauf eingehen. Ja, und zwar hier im Blogbereich von der Webshop-Seite gibt es hier einen neuen Changelog, wie ihr sehen könnt, seit dem 10.8. Und da wurde das neue Update mit behandelt und ein großer Punkt dessen ist natürlich die Erweiterung der arkanen Toilette und da gehen wir jetzt nochmal kurz im Detail drauf ein. Neue Features, Erweiterung der Toilette der arkanen Götter. Das Aura-System wurde überarbeitet und das maximale Aura-Level wurde auf 400 erhöht. Aura Level 66 entspricht im neuen System Aura Level 230. Heißt, falls ihr momentan gerade Stufe Aura 66 habt, so wie ich, dann werdet ihr auf die Aura Stufe 230 automatisch hochgesetzt und müsst nur noch von 230 bis 400 halt eben pushen, um halt eben eure Maximal-Aura-Stufe wieder zu erreichen. Anpassung der Funktion Gegenstände opfern. Gegenstände ohne Goldwert können nun geopfert werden. Ja, das ist ganz geil. Es gibt ja zwei Funktionen jetzt, einmal das Waschen und das Opfern. Und das Opfern ist halt ganz cool. Da kann man halt dann eben seinen Füllstand mit, zum Beispiel sagen wir, einen Epic, was ihr aus der Schattenwelt bekommen habt, wo ihr ja dann keinen Verkaufswert für habt, das könnt ihr dann einfach da reinschmeißen und weil euch das ja dann eh nichts bringt an Goldwert, ne, könnt ihr das trotzdem dann halt einfach opfern, dann ist es weg und ihr kriegt dann dadurch Mana, also haben diese Items tatsächlich auch noch einen richtig guten Nutzen, ja. Spillover gewährleistet nun, dass keine Mana verloren geht, wenn die erzeugte Menge nicht genau dem erforderlichen Abschlusslevel entspricht. Auch sehr, sehr nützlich, heißt, ihr habt einen Füllstand von, sagen wir mal, keine Ahnung, 975 und ihr schmeißt da ein Epic rein, was 50 Punkte bringt, so, dann sind die restlichen 25 nicht wasted, sondern zählen für die nächste Stufe dann schon gleich mit rein, was natürlich auch eine sehr coole Erweiterung ist auf jeden Fall, ja. Das zu dem Spillover. Genau, so. Dann haben wir die geopferten Gegenstände, werden in Mana umgetauscht. Es wird kein neuer Gegenstand generiert. Dies erfolgt nur bei einem Waschvorgang, siehe unten. Bei der Opferung von Gegenständen werden die für Upgrades verwendeten Materialien zurückgezahlt, was natürlich auch ziemlich cool ist, weil so braucht man dann sich auch keine Sorgen machen, dass jetzt man zum Beispiel irgendwelche Dinge verzaubert, wo man eh keine Ressourcen oder sowas für zurückbekommt, das ist natürlich dann ziemlich nice. Es wird eine neue Funktion zusätzlich zum Opfern von Gegenständen eingeführt, das Waschen. Gewaschene Gegenstände behalten ihren Goldwert, können jedoch nicht erneut gewaschen werden. Verbesserungen von Gegenständen werden auf die nach dem Waschen erhaltene Gegenstände übertragen, sodass sie nicht verloren gehen und im Falle eines Verkaufs, einer Zerlegung oder Opferung erhält man die investierten Ressourcen nach den gängigen Regeln zurückerstattet. Ja? Ziemlich geile Sache auf jeden Fall. Und er spart einen dann in dem Fall auch nochmal ein paar Ressourcen dann. Die Gegenstandsqualität wird eingeführt und bietet nun einen Indikator, der anzeigt, ob ein gefundener Gegenstand an das Maximum der eigenen möglichen Gegenstandsqualität heranreicht und kann ein Entscheidungskriterium sein,
ob es lohnenswert ist, einen Gegenstand auszurüsten oder nicht. Grundsätzlich gilt, je höher die Gegenstandsqualität, desto höher sind die Gegenstandsattribute. Ja, vielleicht hattet ihr das schon in der Beta gesehen. Dort hatten wir ja hier zum Beispiel so ein Schild, ne, wo zum Beispiel auch die entsprechenden Kategorisierungen drauf gewesen sind, für was, wie viel gibt welches Item und so. Ne? Und daneben war auch zum Beispiel die Aura-Stufe. Wenn wir zum Beispiel im Waffenladen gehen, haben wir hier oben links dann, glaube ich, war das dann gewesen in der Beta, einen Stand bzw. ein kleines Symbol, was die Aura widerspiegelt. Und dann haben wir zum Beispiel alles zusammen addiert, Aura-Stufe, ne, Runenbonus und so weiter und so fort, wird dann alles zusammen addiert. Und dann setzt sich daraus dann halt eben eine gewisse Aura-Stufe. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Item schaut, dann sieht man, aha, das hat Aura-Stufe das hat Aura-Stufe das. Und wenn das jetzt zum Beispiel das Maximale hat, was eure eigene Aura-Stufe auch hat, dann kann das nicht höher werden als eure eigene Aura-Stufe. Ja, also habt ihr dann quasi dann in dem Fall das beste Item gefunden, wenn ihr ein Item hier drin zu stehen habt. Da steht dann halt immer zum Beispiel hier hinter dem Namen böser Finger der epischen Superkräfte, dahinter würde dann die Aura-Stufe stehen. Ne? Und wenn die deckungsgleich ist mit eurer Aura-Stufe, die ihr momentan gerade habt, dann habt ihr das Maximale gefunden. Kann natürlich auch ein schlechteres Item sein. Da müsste man dann natürlich weitersuchen, wenn man das Optimale haben möchte, dann natürlich. Ne? Genau, wenn die neue Version der Arkan-Toilette veröffentlicht wird, wird jegliches Mana, das in der Toilette gespeichert ist, auf das neue System übertragen. Wenn bereits Aura Level 66 erreicht wurde, geht das gespeicherte Mana verloren. Ja, also hier nochmal zum Beispiel alles, was jetzt hier gerade noch im Tank drin ist, auf Aura 66, würde jetzt bei mir quasi verloren gehen. Das heißt, ich müsste vielleicht noch zusehen, dass ich noch irgendwie noch 2 Epics oder sowas rankriege, die man hier noch durchjagen könnte für ein neues Epic, ja, beziehungsweise ein Epic, was 10 Millionen Gold wert ist, so, weil dann bei mir alles weg ist. Seid ihr jetzt nicht auf Aura 66, so wie ich, wird halt eben der Füllstand mit übernommen, ne? Genau, dann kommen wir hier noch zu ein paar Verbesserungen. Schmiederessourcen. Die Formel für das Erlangen von Schmiedematerialien wurde angepasst, sodass nun deutlich mehr Schmiederessourcen erhalten werden. Dies haben wir als notwendig angesehen, um höhere Upgrade-Kosten, die mit Einführung der Gegenstandsqualität und damit einhergehenden höheren Attributwerten entstehen werden, entgegenzukommen. Ja, also wir kriegen ja höhere Aura-Stufen. Dadurch werden dann wahrscheinlich die Schmiederessourcen auch wieder teurer. Das heißt, die wurden dann schon im Vorhinein dementsprechend schon ein bisschen angepasst, dass das Ganze sich so ein bisschen ausgleicht dann. Ne? Dann Events, Tag des heißen Eisens. Während des Events Tag des heißen Eisens erhält man nun die doppelte Menge an Schmiedematerialien, wenn man einen Gegenstand zerlegt. Und auraler Großputz. Während des Events auraler Großputz können nun 2 Gegenstände pro Tag geopfert werden. Ja? Ansonsten haben wir ja nur immer einen, so wie immer. Und zu diesem Event gehen dann halt auch eben 2, die man opfern kann. Und das ist dann so ein bisschen die Einigung auf das, wie sie eigentlich die Toilette releasen wollten. Sie wollten eigentlich ursprünglich, dass man 3 Opferungen pro Tag, ohne Event, pro Tag, jeden Tag durchführen kann. Und das ist halt auf sehr, sehr viel Kritik gestoßen. Überlegt euch gerade mal am Serverstart, wenn die Hardcore-Pilzer dazu gezwungen sind, müssen sie ja, wenn sie halt eben oben mitspielen wollen, jeden Tag, auch ohne Epic-Event, nach 3 Epics immer zu blättern und die jeden Tag aufs Neue 3-mal in die Toilette zu schmeißen. Das ist halt einfach absolut jenseits von Gut und Böse und würde halt eben so ein bisschen die Schere, gerade am Serverstart, zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play noch weiter auseinander brechen auf jeden Fall. Deswegen ist das so ein bisschen die Zwischenlösung, auf die wir gekommen sind, dass man halt eben einfach zum Event dann halt eben 2 pro Tag opfern kann. Das ist, denke ich mal, okay, weil so können auch zum Beispiel Free-to-Play-Spieler sich bis zum Event halt eben ein paar Epics irgendwo im Inventar ansparen und können halt dann gleich 2 pro Tag opfern. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ja, ansonsten wurden hier noch ein paar Fehler behoben. Die könnt ihr euch natürlich hier auch sehr gerne mal durchlesen. Da gehen wir jetzt nicht im Detail auf jeden Fall so drauf ein, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr natürlich das Video an der Stelle stoppen. Ansonsten hatten wir ja auch schon einen Beitrag hier zur Toilette und hier, wo war das gewesen? Ich glaube, das war in der Roadmap, ne? In der Roadmap war das. Genau, hier haben wir zum Beispiel das Bild, wie das aussieht, wenn ein Gegenstand zum Beispiel gewaschen ist. Sieht man hier auch
dieses Symbol, das gewaschen ist. Hier haben wir die Aura-Stufe, von der ich einst sprach. Hinter dem Namen ist dann hier, wie hochwertig dieses Item halt eben ist. Und hier sieht man halt eben auch, bevor es gewaschen ist und danach wurde es gewaschen. Und der Verkaufswert bleibt halt trotzdem erhalten, was halt ziemlich cool ist auf jeden Fall. Und einen auch definitiv Gold sparen kann. Ja, das auf jeden Fall soweit zur Toilette. Sie erwartet uns jetzt schon demnächst. Das Update 27.0 ist halt für den 12. August geplant, also tatsächlich schon am Dienstag. Ja, deswegen bin ich gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall natürlich weiterhin berichten hier zur Toilette und alles, was ihr dazu wissen müsst. Ne? Und ja, werden auf jeden Fall das Ganze uns denn mal anschauen. Ja, bis dahin soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.